Guten Morgen, Namaste. Ich begrüße euch herzlich willkommen zu dieser Yogastunde heute. Das ist meine zweite Video auf YouTube. Heutes Klasse ist ein bisschen geeignet für die, die schon die Ashtanga Serie kennen. Wenn sie schon ein bisschen geübt haben und sie kennt ein bisschen den Ablauf und sie kennt sie aus mit dem Mula Bandha und Yaji Breath und der Oberschenkel. Das Klasse hier ist für euch. Es ist einfach in der Serie und ich fange an wie immer mit den Grundpositionen und gehe einfach weiter und tue dann durch einfach die Serie ein bisschen auswählen, was ich schon geübt habe mit ein paar Leuten, wie sie einfach, dass sie schon auskennen in der Serie. Ich habe gemerkt, letztes Mal war es ein bisschen laut mit der Stimme wegen der Filme. So, ich versuche heute ein bisschen leisiger zu reden. Nicht, dass es wird so diese Echo irgendwie, aber jedes Mal ist etwas Neues, man lernt etwas Neues. So, das ist die Sache, wo ich gemerkt. Sonst dürfen Sie gerne Feedbacks geben, wenn Sie möchten etwas anderes ändern oder wo etwas ist, Sie merken irgendwie etwas. So, ja, dann möchte ich, dass gucken, haben Sie die Hilfsmittel, die Sie brauchen? Gut. Euer Block oder irgendwie etwas wie viereckig für verschiedene Höhen. Euer Kissen und euer Blankie oder Polster, das ist so groß ungefähr wie euer Oberkörper. So. Jetzt könnt ihr ganz langsam in der Mitte auf eurer Matte, wenn Sie hocken auf eurer Matte, ist es gut, wenn Sie in der Mitte hocken. Aber auf der langen Seite, also nicht so wie ich sitze, ist wohl besser, wenn Sie könnten so sitzen am Anfang. Ha? Macht euch bequem. Einfach schön in der Mitte auf euer Steißbein, auf euer Sitting Bone hocken. Entspannt euer Rücken, Schultern seid auch entspannt. Hände könnt ihr sie haben, wie Sie möchten. Was ist bequem für euch? Auch mit den Beinen. Sie muss nicht so sitzen, das gibt keinen richtigen Weg. Was ist wichtig ist, dass Sie euch bequem fühlen für die nächsten so 15 Minuten. Oder, 5 Minuten. Wenn Sie da seid, wenn ihr bequem seid, einfach normal einatmen und schön ausatmen durch eure Nase. Jetzt legen wir eine Hand schön auf den Bauch, eine Hand schön auf die Brust. Wir machen Augen zu, dass es euch bequem ist und sonst könnt ihr auch die Augen offen haben, wie Sie möchten. Und einfach schön schnaufen in den Rhythmus auf euer Atem. Spüre, wie euer Atem fließt von unten und bis oben. Schön einatmen in euer Bauch und schön ausatmen und entspannt euer Körper. Und schön einatmen, spürt euer Atemzug, wie sich schön erweitert gegen oben. Und schön ausatmen und einfach loslassen. Und schön einatmen, spürt euer Körper. Spüre auf euer Körper, ob sie irgendwie Signale geben, ob etwas. Jetzt, wenn Sie stillhalten, spüren Sie mehr, ihr seid mehr verbunden mit eurem Körper, weil eure Augen seid zu. Das bedeutet, wir reflektieren viel innen
gegen außen. Nehmt die Geräusche um euch wahr, lost sie schön zu, lasst eure Gedanken fließen, lasst sie inne und lasst sie nochmal gehen. Mit jedem Atemzug spürt sie die Verbindung mit eurem Körper und eurem Geist. Versucht eure Gedanken zusammen in diesem Moment, wo ihr jetzt seid, auf eurer Yogamatte und gleich wird Yoga praktizieren. Spüre eure Wärme, spüre eure Energie. Könnt ihr langsam eure Hände auf eure Seite hin tun. Versuche wieder die Augen zuzuhalten. Ihr könnt euch langsam mit dem Oberkörper gegen den Hintern hinlegen. Versucht zu sein in der Mitte auf der Matte. Einfach Beine schön ausstrecken, Arme ausstrecken. Die Innenhandfläche ist gegen oben. Ihr könnt gerne gucken, lüpft den Kopf ganz langsam gegen oben und gucken, ob er gerade liegt. Und dann schön, wenn ihr gerade liegt, nochmal ganz langsam den Kopf gegen eure Matte nochmal sinken. Und schön schnaufen in euer Rhythmus, auf euer Atem. Fokussiere auf diesen Moment, wo ihr jetzt seid. Spüre jeden Körperteil mit jedem Atemzug. Ich lasse euch 3 Minuten für euch ein bisschen so sein und ein bisschen spüren. Euer Körper, euer Atem.
langsam zurückkommen. Nochmal eure Fingerspitze bewegen, eure Zehenspitze bewegen. Noch einmal schön tief einatmen und schön ausatmen. Fängt an langsam euer Körper von unten bei den Wädli gegen oben, gegen den Oberschenkel zu bewegen. Ein bisschen hin und her, spüre eure Muskeln, spüre eure Beine. Komm langsam oben gegen Bauch und Hüfte und Rumpf. Schön ein bisschen bewegen. Spüre jede Seite, links bis rechts. Komm langsam oben gegen die Brust und die Schultern. Ein bisschen fein bewegen. Einfach spüren. Nächste Einatmen. Wir nehmen wir die Arme schön über den Kopf. Arme schön strecken. Spüre eure Energie von oben bis unten und unten bis oben. Und schön ausatmen, bringen wir die Arme nochmal runter auf die Seite. Nochmal schön tief einschnaufen. Und schön ausschnaufen. Noch einmal einschnaufen, nehmt die Arme über den Kopf. Schön einmal strecken, wirklich spüren eure Körperspannung von unten bis oben. Alle schön ein bisschen aktivieren. Sie spüren unsere linke Seite, eure rechte Seite. Und schön ausatmen, bringt die Arme nochmal runter auf die Seite. Ein letztes tief einatmen. Und ein schön tiefes Ausatmen und lass alle Luft raus und alles kommt mit. Nächste Einatmen können Sie langsam auf eure rechte Seite hinrollen. Noch 2-3 Atemzüge nehmen und wenn ihr bereit seid, können Sie nochmal hochgehen in Hockenposition. So, komm sitzen Sie bequem. Wir machen erst einen kleinen Warm-up. Nachher gehen wir in den Sonnengruß, A und B. 2 Variationen von je Sonnengruß. Und danach gehen wir langsam in die Serie. Und nachher haben wir so einfach die letzte Sequenz. Es ist dann wie die Kerzen und Halasana, wie ich vorher gezeigt in dem ersten Video für den Anfänger. So, wir fangen langsam an. Einfach nochmal schön bequem sitzen. Schön schnaufen, einschnaufen in eure Nase. Schön ausschnaufen durch eure Nase. Bleibt mit eurem Rhythmus auf euren Atem. Fängt langsam an, eure Schultern rückwärts zu rollen. Spürt eure Schultern. Nehmen wir die Schultern gegen vorwärts. Und immer schön schnaufen. Kommen wir zurück in die Mitte. Durch schön einatmen, bringen wir die Arme hoch. Durch schön ausatmen gegen rechts. Durch schön einatmen, komm zurück in die Mitte. Schön ausatmen gegen links.
Du willst schön nochmal einatmen, nochmal Rücken schön strecken und schön ausatmen gegen rechts. Noch schön einatmen, nochmal schön Rücken strecken, spüren die Spannung in euren Rücken und dann schön ausatmen und gegen links. Schön einatmen, komm zurück in die Mitte. So, ein bisschen strecken gegen oben. Ihr könnt die Arme ein bisschen bewegen. Schön spüren eure Spannung auf eurem Oberkörper und auf der Seite. So fast wirklich, wie sie eine Leine abziehen oder oberklettern. Und schön noch einmal einatmen und schön strecken. Schön ausatmen. Dieses Mal geht die rechte Hand von unten, linke Hand von oben. Hände kommen zusammen. So. Du willst schön 5 Atemzüge hier nehmen. Schön ausatmen, langsam Hände loslassen, Arme noch einmal gegen oben, schön strecken. Schön ausatmen, dieses Mal geht die linke Hand hinten, rechte Arm ist oben, nochmal die Hände zusammen. Und schön 5, versuch wieder Rücken gerade zu halten. Ausatmen, Hände loslassen, noch einmal schön strecken, einatmen. Dieses Mal tue ich ausatmen, Twist, das bedeutet, rechte Hand geht hinterm Rücken, linke Hand geht auf der rechten Knie, schön drehen von eurem Rumpf her. Und der Blick geht über die rechte Schulter und drehen. Einatmen, komm langsam hoch. Ausatmen, Twist gegen links, die gleiche, rechte Hand auf rechte Knie. Schön ausatmen, wenn ihr dreht. Blick gegen links über die linke Schulter und drei. Einatmen, komm langsam zu der Mitte, Arme oben. Schön ausatmen, bringen die Arme runter. Kommen Sie langsam vorne mit den Armen, mit den Händen, tue die Handgelenke schön aufwärmen. Erst tue ich einfach schön rotieren, schön Kreisel mit den Händen machen in den Handgelenken. Und immer schön schnaufen, bleib mit eurem Rhythmus auf euren Atemzug. Einfach schön reinschnaufen, rausschnaufen. Machen wir die andere Weg in Rotation mit den Handgelenken. Nehmen wir die Hände zusammen, fangen wir an, Kreise mit beiden Händen gleichzeitig zu machen. Tun nachher die andere Weg. Tun die Hände auseinander, einmal schütteln, einmal winken und Hände umgekehrt gegeneinander, schönes feines Drück auf die Handgelenke, schön schnaufen.
Mache die andere Seite umgekehrt. Und schön Hände auseinander bringen. Du schön einschnaufen. Wenn wir ausschnaufen, nehmen wir den Kopf gegen rechts. Einschnaufen, komm zurück in die Mitte. Schön ausschnaufen, Kopf gegen links. Schön einschnaufen, komm zurück in die Mitte. Schön ausschnaufen, drehen wir den Kopf gegen rechts. Schön einschnaufen, komm zurück in die Mitte. Und schön ausschnaufen, drehen wir den Kopf gegen links. Schön einschnaufen, komm zurück in die Mitte. Und schön einmal einschnaufen, tief. Und schön ausschnaufen, tief. Lass alles raus. Jetzt kommen wir langsam mit Tischtopp auf alle vier. Handgelenke schön aufgeleitet mit den Schultern. Knie schön aufgeleitet mit den Hüften. Ihr seid in der Mitte, in der Center. Wir gehen into Cat and Cow. Langsam, du willst schön ausatmen, bringen wieder Rücken gegen oben. Blick ist gegen den Bauchnabel. Du willst schön einatmen, sinken wieder, Bauchnabel gegen die Matte, Kopf hoch. Und schön ausatmen. Noch einmal eine runde Rücken. Und schön einatmen und sinken wieder, Bauchnabel gegen die Matte und Kopf hoch. Noch zweimal in euren eigenen Rhythmus. Ausatmen, komm zurück in die Mitte. Du willst einen Kreisel machen, langsam gegen einen Weg. Die ganze Körper bewegen über euer Knie und euer Handgelenke. Schön langsam, ein bisschen vorwärts, ein bisschen seitwärts, ein bisschen rückwärts. Noch einmal schön Kreise machen. Über die andere Weg, ein bisschen vorne kippen, Seite, ein bisschen hintern, ein bisschen Seite. Schöner Rhythmus. Euer Körper bewegt sich schön. Sie spüren euer Körper von jeder Ecke. Und dann schön kommt zurück in die Mitte. Du willst schön einatmen, lüpfen wir das rechte Bein. Gebeugt. Jetzt fangen wir an, langsam kleine Kreise zu machen mit dem rechten Bein. Ganz langsam. Tun wir die andere Weg. Du willst schön ausatmen, bringen wir die Beine zu der Matte. Du willst schön einatmen, bringen wir das linke Bein gebeugt oben. Du willst anfangen mit den kleinen Kreisen zu machen. Genau gleich wie auf der rechten Seite. Andere Weg. Und schön ausatmen, bringt das linke Bein nochmal auf die Matte. Du willst schön einatmen. Schön ausatmen, Knie gegen Außenseite auf der Matte. Oberkörper kommt ganz langsam gegen die Matte, aber Hände ist vorne, Arm ist ausgestreckt, Steißbein ist gegen die Matte. Euer Rücken spürt ihr, wie lang sie wird. Jetzt ist der Kopf, entweder könnt ihr auf dem Stirn halten oder auf euer Chin. Was euch ist lieber und was ist mehr bequem.
Machen wir schön 3 Atemzüge hier. Du willst schön einatmen, laufen wir mit den Händen gegen rechts, linke Hand über rechte Hand. Schön ausatmen, komm nochmal runter und 2. Du willst schön einatmen, komm wir langsam über gegen links, rechte Hand über linke Hand. Nochmal ausatmen, komm nochmal runter mit dem Oberkörper. Nachher 2. Nächste Einatmen, kommen wir langsam zurück in die Mitte. Nochmal gucken, Hände ist vorne. Oberkörper mit dem Ausatmen sinkt ganz langsam gegen die Matte. Und noch 3. Nächste Einatmen, kommen wir langsam hoch. Nochmal zurück in den Tischtop. Stellen wir langsam die Zehen hoch. Du willst schon einatmen. Stoßen wir langsam die Hüfte gegen oben. Kommen wir in unser erstes Down Facing Dog. Gucken mal euer Gewicht, neue Handfläche. Brauche die ganze Handfläche auf der Matte. Kopf, Blick gegen die Beine oder gegen die Bauchnabel. Schön Schultern und Brust gegen Oben. Rücken ist lang, schön ausgestreckt. Ein bisschen mit den Füßen, einfach ein bisschen reinlaufen. Knie kann mikro gebeugt sein, wenn Sie möchten. Und sonst einfach so wie normal. Nächste Einatmen, kommen wir ganz vorne. Tun wir einfach unser Oberkörper schön hängen, entspannen. Hände könnt ihr auf die Ellbogen tun und schön schnaufen. Machen wir 2 Ja mit dem Kopf. 2 Nein mit dem Kopf. Und noch schön schnaufen. Du schön einatmen, Hände loslassen, komm langsam gegen oben, bring wir die Arme oben und schön ausatmen, bring wir die Arme runter. Sie darf gerne etwas trinken, wenn sie möchte. So, fangen wir an mit dem Sonnengruß an. Ich mache 2 Variationen. Komm bitte vorne auf die Matte, Zehenspitzen sind zusammen, Fersen ein bisschen auseinander. Du willst schön einatmen, bringen wir die Arme oben, Schulterseite entspannt. Guck mal, dass euer Mulaband ist aktiviert. Guck mal, dass euer Oberschenkel ist aktiviert. Ujjayi Breath ist so oder so aktiviert. Nachher tue ich ausatmen, kommen wir vorwärts beugen. Einatmen, Hands auf Chin, Heart lift, gerade Rücken.
Schön ausatmen, nochmal vorwärts gehen. Einatmen, einen Schritt zurück. Knie beugen, Ellbogen beugen, komm hoch in kleine Cobra. Schön ausatmen, komm zurück. In Down Facing Dog und 5. Guck mal eure Handfläche, Gewicht auf eure Handfläche ist ausgleichend. Ihr Knie kann ganz viel mikro gebeugt sein. Schön Rücken strecken und wirklich die Schulter und die Brust kommt gegen Abend. Nicht, dass sie so stehen und seid rund. Einfach schön Rücken lang machen, Blick ist gegen die Beine. Du willst schön einatmen, einen Schritt vorwärts. Hands auf Chin, Half Lift, gerade Rücken. Schön nochmal ausatmen, vorwärts beugen. Einatmen, komm langsam gegen oben, Arme oben, Schultern ins Band. Und schön ausatmen, bringen wir die Arme runter. Zweite Variation. Nochmal vorne auf der Matte. Du schön einatmen, Arme hoch, Hände zusammen oben schauen. Schön ausatmen, vorwärts beugen. Einatmen, Half Lift, gerade Rücken, vorwärts schauen. Schön ausatmen, nochmal vorwärts beugen. Einatmen, ein Schritt oder ein Punkt zurück. Direkt in die Chaturanga, Tadasana. Ellbogen beugen, vorwärts schieben, roll über die Zehen, Up Facing Dog. Schön roll über die Zehen, in Down Facing Dog und 5. Einatmen, einen Schritt vorwärts. Half Lift, gerade Rücken. Schön ausatmen, nochmal vorwärts kommen. Einatmen, komm langsam gegen oben. Arme oben, Hände zusammen, oben schauen. Und schön ausatmen, bringt die Arme runter. Sonnengruß B, Variation. Erste Variation. Nochmal vorne auf der Matte. Du willst schön einatmen, Knie beugen, Fingerspitze auf der Matte, Arme hoch. Schön ausatmen, vorwärts beugen. Einatmen, Half Lift, Hands on Chin, gerade Rücken. Schön ausatmen, nochmal vorwärts beugen. Einatmen, einen Schritt zurück. Jetzt Knie beugen, Ellbogen beugen, schieb vorwärts, kommt langsam hoch in kleine Cobra. Schön ausatmen, komm zurück in Down Facing Dog. Du willst schön einatmen, rechte Bein oben. Schön ausatmen, rechte Bein vorne. Linke Fersen ist oben. Du willst schön einatmen, bringen wir die Arme oben, Schulterseite entspannt. Schön ausatmen, Arme runter. Einatmen, Schritt zurück. Knie beugen, Ellbogen beugen, schieb ein bisschen vorwärts, komm hoch in kleine Cobra. Schön ausatmen, komm zurück. In Down Facing Dog. Einatmen, linke Bein oben. Ausatmen, linke Bein vorne. Rechte Fersen ist oben. Du willst schön einatmen, bringen wir die Arme oben. Schulterseite entspannt. Schön ausatmen, bringen wir die Arme runter.
Einatmen, einen Schritt zurück. Knie beugen, Ellbogen beugen, Schritt vorwärts. Ein bisschen, komm hoch in kleine Cobra. Schön ausatmen, komm zurück. In Down Facing Dog und 5. Nochmal, guck euer Gewicht in eure Handfläche, braucht die ganze Handfläche. Rücken seid schön lang, eure Spannung spürt ihr. Mulabande seid aktiviert, Oberschenkel seid aktiviert. Einatmen. Ein Schritt vorwärts. Hands auf Chin, half lift, gerade Rücken. Schön ausatmen, nochmal vorwärts beugen. Einatmen, Knie beugen, Fingerspitze auf der Matte, Arme hoch. Und schön ausatmen, bringen wir die Arme runter. Zweite Variation vom Sonnengruß B. Einatmen, Knie beugen, Fingerspitze auf der Matte, Arme hoch, Hände zusammen oben schauen. Schön ausatmen, vorwärts beugen. Einatmen, half lift, gerade Rücken, vorwärts schauen. Schön ausatmen, nochmal vorwärts beugen. Einatmen, ein Schritt oder ein Guck zurück, direkt in die Chaturanga Tadasana. Elbe beugen, vorwärts schieben, roll über die Zehen in Up Facing Dog. Schön ausatmen, roll über die Zehen in Down Facing Dog. Einatmen, rechte Bein vorne. Ausatmen, linker Fuß ist 45 Grad. Einatmen, bringen wir die Arme oben, Hände zusammen, oben schauen. Schön ausatmen, bringen wir die Arme runter. Einatmen, einen Schritt zurück, direkt into Chaturanga. Elbe beugen, vorwärts schieben, komm hoch in Up Facing Dog. Schön ausatmen, roll über die Zehen in Down Facing Dog. Einatmen, linke Bein vorne. Ausatmen, rechter Fuß ist 45 Grad. Einatmen, bringt die Arme oben, Hände zusammen oben schauen. Schön ausatmen, bringen wir die Arme runter. Einatmen, einen Schritt zurück, into Chaturanga Tadasana. Elbe beugen, vorwärts schieben, komm hoch in Up Facing Dog. Schön ausatmen, roll über die Zehen in Down Facing Dog. Und 5. Einatmen, ein Schritt vorwärts oder ein kleiner Gump. Half lift, gerade Rücken, vorwärts schauen. Schön ausatmen, nochmal vorwärts gehen. Einatmen, Knie beugen, Fingerspitze auf der Matte, Arme hoch, Hände zusammen, oben schauen. Und schön ausatmen, bringen wir die Arme runter. Schulter ein bisschen rückwärts rollen. Und ein bisschen vorwärts. Ihr dürft gerne etwas nochmal trinken. So. Wenn ihr braucht den Block, habt den Block bereit.
Ich mache diese Klasse ohne Block, aber ich tue das immer erinnern, weil eigentlich Sie wissen, wie die Blocks brauchen und die helfen mit. Ich stehe mich vorne auf der Matte, Hüfte breit. Hände geht auf eure Schulter, Hände geht auf eure Hüfte. Du schön einatmen, gleichzeitig ziehen wir die Schultern zurück, Brust ist offen. Du schön ausatmen, jetzt Oberschenkel schön aktivieren, Mulaband ist aktiviert. Komm langsam halbwegs runter. Jetzt jetzt können Sie die Arme nochmal runterlassen. Jetzt, wenn es geht, hier bleiben, 5, schön gerade Rücken, starke Rücken. Oder, wenn ihr kann, könnt ihr die Zeigefinger um eure große Zehe heben. Und dann noch einmal schön einatmen, Rücken strecken. Noch schön ausatmen, komm langsam vorwärts. Jetzt Gewicht ist ein bisschen vorne verlagert. Wenn ihr da seid, wo ihr bequem sind, dann 5. Du schön einatmen, komm wir halbwegs gegen oben, Hände loslassen, nehmen wir die Hände auf die Hüfte und dann langsam nochmal hochkommen. Und schön ausatmen. Jetzt gehen wir in die Trikonasana. Entweder könnt ihr den Block haben oder ohne Block. Wenn ihr den Block braucht, stellen Sie auf die Innenseite auf euren rechten Fuß. Sonst linker Fuß ist 45 Grad, rechter Fuß ist 90, parallel mit der langen Seite auf der Matte. Du schön einatmen, nehmen wir die Arme hoch. Jetzt Hüfte schieben wir ganz fein zurück. Jetzt tun wir ausatmen, kommen wir langsam runter, Oberschenkel seid aktiviert, Mulabande seid aktiviert. Rechte Hand gegen rechten Fuß. Ihr könnt den Zeigefinger um die große Zehe nehmen oder ihr könnt hier bleiben oder auf dem Boden. Was euch lieber ist. Einfach Brust ist offen, Hüfte seid offen, Blick ist gegen linke Hand und 5. Schön einatmen, kommen wir langsam oben. Schön ausatmen, bringen wir die Arme runter. Rotieren wir langsam über auf die andere Seite. Genau die gleiche, parallel mit der langen Seite. Rechter Fuß ist 45 Grad, linker Fuß ist 90. Du schön einatmen, Arme hoch. Du ausatmen, Hüfte ein bisschen hinten schieben. Und dann komm langsam runter, Oberschenkel aktiviert. Gegen linken Fuß. Rechte Hand ist oben, Blick ist gegen rechte Hand. Schulter offen, Hüfte offen und 5. Du schön einatmen, kommen langsam hoch. Schön ausatmen, bringen die Arme runter. Nochmal schön rotieren die Füße. Einfach vielleicht ein bisschen breiter stehen. Linker Fuß ist immer noch 45 Grad. Jetzt du schön einatmen.
Arme kommt gegen oben, rechte Bein ist gebeugt. Du schön ausatmen, rechte Hand geht gegen den Boden. Linke Arm ist über den Kopf, Blick ist über die linke Schulter und gegen die linke Hand. Und 5. Einatmen, komm langsam hoch. Ausatmen, rechte Bein strecken. Langsam fein die Füße rotieren in die andere Richtung. Guck mal euer Stand, wie sie stehen, ob alles ist gut. Nur noch einatmen, Arme hoch. Du willst schön einatmen, Arme hoch, gleichzeitig linke Bein beugen. Du willst schön ausatmen, kommen wir mit der linken Hand gegen den linken Fuß, rechter Arm über den Kopf, Blick ist gegen rechte Hand und 5. Du schön einatmen, kommen wir langsam hoch. Ausatmen, linke Bein strecken. Rotieren wir linken Fuß. Jetzt stehen wir in der Mitte auf der Matte. Beide Füße 5 Grad inwärts. Du schön Hände auf die Hüfte. Du schön einatmen, ziehen wir die Schultern zurück. Brust ist offen. Du schön ausatmen, kommen wir langsam runter. Wenn ihr jetzt halbwegs da seid, könnt ihr die Hände gegen runter lassen. Du willst auch nochmal einatmen und Rücken strecken. Nachher ausatmen, kommen wir langsam nochmal vorwärts. Wenn ihr da seid, 5. Schön einatmen, kommen wir halbwegs gegen oben. Nachher tun wir die Hände auf die Hüfte und dann langsam nochmal oben kommen. Und schön ausatmen. Nächste, die gleiche, Hände auf eure Hüfte. Schultern zurückziehen, schön einatmen. Schön ausatmen, kommen wir langsam gegen oben nochmal. Dieses Mal Hände bleiben auf eurer Hüfte und einfach schön weiterkommen, so weit wie es geht. Probiere, Schultern ist immer noch zurückgezogen ein bisschen, nicht dass sie krumme Rücken bekommen. Einfach offen und gegen oben. Und 5. Schön einatmen, kommen wir langsam halbwegs oben, nachher ein bisschen weiter und dann ganz oben. Schön ausatmen, Hände loslassen. Wir bleiben so, wo wir sind. Du schön die Hände hinterm Rücken. Du schön einatmen, Schulter seid jetzt zurück. Du schön ausatmen, kommen wir langsam vorwärts, Oberschenkel aktiviert, Mulaband aktiviert. Und bringen wir die Arme über den Kopf, wenn es geht. Und 5.
Du schön einatmen, komm langsam gegen oben. Schön ausatmen, Hände loslassen. Du schön rotieren, ganz fein gegen rechts. Jetzt gucke, dass euer Hüfte seid parallel mit der kurzen Seite auf der Matte. Wenn ihr mehr Balance braucht, könnt ihr ganz fein mit dem linken Fuß gegen die Matte. So stehen sie breiter. Sonst ist der Füße eigentlich gerade hintereinander in einer schönen Linie. Entweder könnt ihr die Hände auf eure Ellbogen tun oder Reverse Prayer. Was ist wichtig? Entschuldigung. Was ist wichtig ist, dass eure Schulter seid offen. So, wenn ihr hier seid, hilft das ein bisschen mit der Reverse Prayer zu widerstehen. Und wenn ihr hier mit den Händen auf der Ellbogen seid, versucht, dass die Schulter ein bisschen offen bleiben. Zurück. Also, du willst schön einatmen, Schultern öffnen, zurückziehen. Schön ausatmen, Oberschenkel seid aktiviert. Kommen wir langsam runter, gegen rechte Bein. Und 5. Du willst schön einatmen, kommen wir langsam hoch. Du willst schön ausatmen. Du willst schön umdrehen, ganz fein. Jetzt seid ihr auf der linken Seite in dem Sinn, das linke Bein ist vorne. Jetzt nochmal gucken, ob ihr parallel mit der kurzen Seite vorne auf der Matte. Hände bleiben, wo sie vorher war. Nochmal einatmen und Schulter öffnen. Schön ausatmen, komm langsam vorwärts. Oberschenkel schön aktiviert. Und 5. Einatmen, komm langsam gegen oben. Schön ausatmen, Hände loslassen. Handgelenke schön ein bisschen rotieren. Und dann nochmal vorne auf der Matte. Ihr dürft gerne etwas trinken, wenn Sie möchten. Gehen wir langsam in unsere Balance. Jetzt der Stamm ist erst das linke Bein. Das bedeutet, wir tun das bisschen erst ein bisschen Gewicht auf das linke Bein verlagern. Nachher überlege euch, was ihr möchtet mit dem rechten Bein. Jetzt, ihr könnt den normalen Baum machen. Das bedeutet, entweder könnt ihr den rechten Fuß hier unten halten. Oder ihr könnt das hier oben drauf auf den Knie, nicht auf dem Knie. Oder ihr könnt die Ashtanga Balance machen. Ich mache heute die Ashtanga Balance. So, überlegt euch, was Sie möchten. Wenn Sie machen mit der Ashtanga, machen wir zusammen. Und wenn Sie möchten einfach die Beuge machen, einfach überlegen, wo euer rechter Fuß geht, unten bei den Fußgelenken oder oben auf dem Knie. Also auf der Innenseite auf euer Oberschenkel. Ha? Nachher, wenn Sie weiß, wo, Gewicht auf das linke Bein, linke Hand geht auf euer linke Hüfte. Nachher fokussiere auf einen Punkt. Du willst ein Einatmen, nehmt euer rechte Bein,
Platziert es, wo Sie es möchten. Du wirst schön ausatmen. Nachher, wenn Sie normaler Bäume seid, können Sie einfach die Hände vom Herz tun. Wenn ihr bei mir seid und Sie hier halten, spürt die Spannung und 5. Du schön ausatmen. Bringen wir langsam das rechte Bein nochmal ab. So, gehen wir über zu der rechten Bein. Überlegt euch nochmal ein bisschen wo Sie möchten das linke Bein haben, wie und was. Wenn ihr weißt, tun Sie ein bisschen Gewicht auf das rechte Bein, die rechte Hand geht auf die rechte Hüfte. Findet euer Fokuspunkt. Durch ein Einatmen nehmt euren linken Fuß, platziert es, wo Sie möchten und schön ausatmen. Und 5. Durch ein Einatmen lassen wir die Beine sinken, schön ausatmen, bringen wir die linke Bein ab. Gehen wir nochmal vorne auf die Matte, gehen in den Stuhl, durch ein wie in der Sonnengruß, Zehenspitzen zusammen, Fersenspitzen auseinander. Durch ein Einatmen, Knie beugen, Fingerspitze auf der Matte, nur die Arme kommt oben, Hände zusammen, oben ist der Blick und 5. Du wirst schön ausatmen, vorwärts beugen. Einatmen, Herzlift, gerade Rücken. Noch schön ausatmen, vorwärts gehen. Einatmen, ein Schritt oder ein Bump, direkt in die Chaturanga Tadasana. Elbe beugen, vorwärts schieben, komm hoch in Up-Facing Dog. Schön ausatmen, roll über die Zehen. In Down-Facing Dog. Nächste Einatmen, ein Gump oder ein Schritt vorwärts. Und nochmal auf den Boden. Geh in Tadasana. Füße seid flext, Oberschenkel seid aktiviert. Mulaband ist auch aktiviert. Du wirst schön mit der Rücken gerade sitzen. Handfläche geht gegen oben. Und 5. Du wirst schön einatmen. Du schön ausatmen, komme langsam vorwärts, halbwegs dort. Entweder könnt ihr jetzt den Gurt nehmen. Einfach hinten unter die Füße. Und dann machen wir noch, oder ihr nehmt den Zeigefinger um eure Zehen. Die Bewegung ist gleich, wie du nochmal einatmen, ruhig strecken. Entweder halten Sie die gut oder eure Zehen. Du wirst schön ausatmen, kommen langsam vorwärts. Wenn es dir gut, halten Sie, so eure Spannung ist da.
Euer Rücken ist gerade, Blick geht vorwärts. Wenn ihr um die Zehe halten, einfach langsam runterkommen gegen euer Bein. Und 5. Schön einatmen, kommen wir halbwegs oben, Hände loslassen, bringen wir die Hände hinten und schön ausatmen. Hände geht hinten, wo die Arme sind gerade, Zehspitze gegen vorne, schön einatmen, ziehen wir die Hüfte gegen oben, Blick gegen oben und 5. Schön ausatmen, kommen wir langsam ab. Einatmen, komm zurück mit der geraden Rücken. Jetzt der Schnur. Könnt ihr bereit haben. Unten bei euren Füßen. Linke Fuß. Linke Fuß geht auf die Innenseite, auf euren Oberschenkel. Guck mal, dass ihr gerade hockt. Auf der Sitting Bone, also auf euer Steißbein. Geflext, Fuß, Oberschenkel. Schön einatmen, bringen wir die Arme hoch. Schulter seid entspannt. Schön ausatmen, kommen wir langsam gegen oben. Jetzt, wenn euer Rücken fängt an zu krummen, nehmen Sie lieber die Gut und eure Füße, geht die Spannung in euer Rücken. Danach nochmal einatmen, das Rücken strecken, ohne Gut oder mit Gut. Nachher langsam ausatmen, komm langsam vorwärts. Wenn es nur geht bis hier, haltet schön 5 Atemzug. Einfach, wo Sie die Spannung findet. Da bleiben und 5 Atemzug. Und sonst einfach ganz langsam schön gegen euer rechtes Bein. Und 5. Schön einatmen, komm langsam hoch, Arme oben. Schön ausatmen, bringt die Arme runter. Und linke Bein strecken. Machen wir auf die andere Seite, genau die gleiche. Rechter Fuß geht auf die Innenseite, auf euer linken Oberschenkel. Fuß ist flext, Oberschenkel seid bereit, aktiviert, Schnur geht hinter euer linken Fuß. Schön einatmen, Arme hoch, Schulter entspannt, Rücken strecken. Schön ausatmen, kommen wir langsam gegen oben auf das linke Bein. Und wenn ihr da seid, 5. Schön einatmen, kommen wir langsam gegen oben, Arme oben. Schön ausatmen, bringen wir die Arme runter und das rechte Bein strecken. Jetzt das linke Bein. Erst tue ich gut hinterm Rücken, wenn Sie das brauchen. Sonst tue ich das linke Bein beugen. Jetzt guck mal,
dass ihr einen Fuß zwischen Fuß und Innenoberschenkel auf der rechten Seite. Jetzt du schön einatmen, nehmen wir die Hände zusammen gegen oben. Jetzt ausatmen, die Hände gehen auseinander, weg voneinander. Linke Arm, so, das bedeutet, sie drehen auswärts. Und nachher geht der linke Arm geht vor den linken Bein, dann hinten, der rechte Arm geht auch hinten. Und dann Hände verbinden, nochmal einatmen, Rücken strecken, schön ausatmen, komm langsam vorwärts gegen rechte Bein und 5. Einatmen, komm langsam hoch. Ausatmen, Hände loslassen, linke Bein strecken. Bein wechseln, genau die gleiche mit dem rechten Bein. Gucke mein Fuß dazwischen. Sitz ist gerade, geflext, aktiviert. Schön einatmen, Hände zusammen gegen oben. Schön ausatmen, Hände geht weg voneinander. Umdrehen. Vorne auf der rechten Bein, hinterm Rücken, einhängen, schön einatmen, nochmal Rücken strecken, schön ausatmen, komm langsam vorwärts gegen die linke Bein und 5. Einatmen, komm langsam hoch. Ausatmen, Hände loslassen und rechte Bein strecken. Beide Beine ein bisschen schütteln. Dieses Mal machen wir das rechte Bein erst. Jetzt geht der Fuß ganz näher eurer Innenseite auf euer linken Oberschenkel. Genau das Prinzip ist das gleiche. Aktiviert die ganze linke Bein. Hebt euch mit der rechten Bein, mit eurer linken Hand. Du wirst dann einatmen, die rechte Arm, Schulter öffnen gegen hinten. Du wirst dann ausatmen, linke Arm geht auf der rechten Bein. Und wenn wir ausatmen, drehen. Und 5. Einatmen, komm langsam zurück. Schön ausatmen, bring das rechte Bein nochmal runter. Du wieder linke Bein, genau die gleiche, ganz näher, euer rechter Oberschenkel auf der Innenseite. Rechte Bein ist schön geflext, aktiviert. Hebt euch das linke Bein mit eurem rechten Arm. Du wirst dann einatmen, machen wir die linke Arm gegen oben, Schulter öffnen, hinter euer Rücken. Du wirst dann ausatmen, hängt wieder der rechte Arm in das linke Bein. Gleichzeitig, dass wir drehen, ausatmen und 5. Schön einatmen, komm zurück. Schön ausatmen, linke Bein strecken. Beide Beine ein bisschen bewegen. Du willst schön Beine kreuzen. Du willst einatmen, Hände vorne, zurück. Direkt in die Chaturanga. Elbow beugen, vorwärts schieben, komm hoch in Up Facing Dog.
Schön ausatmen, komm zurück in Down Facing Dog. Du schön einatmen nochmal an Gump und einen Schritt vorwärts. Gehen wir langsam im Boot. Jetzt gucken mal schön, dass ihr auf euer Hockboden hockt, also ja, auf euer Sitting Bone, auf euer Steißbein. Einatmen, zieht die Beine an, findet eure Balance. Du willst schön ausatmen, Beine strecken, Arme gegen Füße, Blick gegen oben und 5. Du schön einatmen, Beine nochmal einziehen, ausatmen, die Beine öffnen, dass ihr so seid, Hände um die Füße, gerade Rücken, schön einatmen, Schultern zurückziehen, schön ausatmen, komm langsam vorwärts, so lang wie es geht, einfach versucht gerade, euer Rücken gerade zu halten. Wenn ihr da seid, 5. Du schön einatmen, kommen wir langsam hoch. Schön ausatmen, bringen wir die Beine zusammen. Gehen wir nochmal ein zweites Mal im Boot. Behaltet die Beine angezogen gegen euch. Schön einatmen, wenn ihr die Balance habt. Du schön ausatmen nochmal, Beine strecken, Arme strecken, Blick gegen oben und 5. Jetzt, wenn ihr kann, nehmen wir vorsichtig die Zehe in unser Zeigefinger, spüre eure Spannung, schön Atem. Jetzt nochmal loslassen. 2. Einatmen, ziehen die Beine zu euch. Ausatmen, dieses Mal kommt die Beine auseinander. Genau. Oberschenkel seid aktiviert, Füße seid flext. Du willst einatmen, Rücken ist gerade. Du willst ausatmen, komme langsam vorwärts. Und 5. Du willst einatmen, komme langsam hoch. Du willst ausatmen, bringen wir die Beine zusammen, gekreuzt. Nochmal Hände vorne auf der Matte. Zurück, entweder Schritt oder Gump. Du willst nochmal in die Chaturanga Tadasana. Ellbogen vorwärts schieben, komm hoch in Up Facing Dog.
Schön ausatmen, roll über die Zehen. In Down Facing Dog. Jetzt können Sie nochmal hocken. Ich zeige Ihnen, wie die Side Plank geht. Ihr könnt auswählen. Einfach bitte zuschauen. Entweder könnt ihr den linken Arm gegen die Matte einfach gebeugt. Eure Füße könnt ihr entweder nebeneinander haben oder oben aufeinander. Oder ihr könnt auch die linke Beine nochmal immer auf dem Boden haben, gebeugt. Der Side Plank ist, wenn Sie wissen, wie Sie möchten, entweder auf den Ellbogen hier oder wenn ihr möchtet, die ganze Arm aktiviert haben. Die gleiche geht mit den Füßen, wenn Sie möchten, den ganzen Arm brauchen. Entweder könnt ihr die Füße nebeneinander haben, ihr könnt die Füße oben aufeinander haben. Was ist wichtig ist, dass Sie die Körperspannung hier spüren. Wenn sie hängt so, das bedeutet, geh lieber auf dem Ellbogen. Und wenn sie immer noch hier hängen, tun Sie einfach die Füße nebeneinander, dass Sie mehr Kraft haben, oben zu heben. Jetzt können Sie überlegen, welcher Weg ist besser für euch. Einfach gucken, aber wenn Sie beschwer oder irgendwie mit dem Arm oder der Ellbogen oder so oder Gelenk haben, Handgelenk, wo es auf der Ellbogen hinlegen. Also, gehen wir langsam in Down Facing Dog. Nachher jetzt überlegt euch, wie und was ihr möchtet mit eurer linken Hand. Wenn ihr sie das weißt, geht sie entweder aber auf dem Ellbogen oder sie geht ein bisschen vorwärts. Linke Hand geht gegen die Mitte. Du eure Füße bringen, wie sie möchten, nebeneinander oder oben aufeinander. Du wirst dann einatmen, nimm wieder rechte Arm oben, Blick gegen rechte Hand, spür eure Körperspannung hier und 5. Ausatmen, bringt den rechten Arm runter. Jetzt seid ihr im Plank. Wechseln wir die Seite. Überlegt euch, wie Sie möchten, euer rechter Arm und euer Füße. Du willst ein bisschen vorwärts schieben, nehmen den rechten Arm ein bisschen mehr in die Mitte. Du willst unsere Füße hinstellen, wo wir möchten, wie wir sie möchten. Nachher einatmen, linker Arm oben. Blick ist gegen linke Hand und 5. Ausatmen, linke Arm runter, zurück im Plank. Nochmal into die Chaturanga Dadasana. Ellbogen beugen, vorwärts schieben, komm hoch in Up Facing Dog. Schön ausatmen, komm zurück in Down Facing Dog. Du willst einatmen, ein Schritt oder ein Gump. Vielleicht braucht ihr jetzt den Gut. Vielleicht möchten Sie etwas trinken. Sorry, bitteschön. So, habt ihr gut dabei? Wir machen erst mit dem linken Bein. Ihr könnt ganz langsam fein auf euer Rücken kommen. Die
Ball ist hier, die Bändchen, wenn Sie das brauchen. Ich mache dieses Mal ohne. Du schön einatmen, nehmen wieder linke Bein hoch. Rechte Bein ist aktiviert, von oben bis unten. Du schön ausatmen, entweder euer Zeigefinger und die große Zehe oder die Gut und die Fuß. Nachher tue ich schön einatmen, rechte Bein strecken. Jetzt, wenn ihr die gut haben, gucke, dass es schön Spannung ist. Gut geht in die linke Hand, rechte Hand ist auf der rechten Hüfte. Jetzt tue ich schön ausatmen, ziehen wieder linke Bein gegen Kopf, Chin gegen Kopf und 5. Du willst einatmen, komm zurück auf den Rücken. Du willst ausatmen, bringe wieder linke Bein gegen links, Kopf gegen rechts und 5. Wenn ihr die gut jetzt haben, hebe, schön ausatmen. Wenn die gut, wenn Sie mit der Schnur einfach länger machen, ist es okay. Einfach spüre die Spannung, das ist wichtig. Euer Rumpf ist immer noch intakt mit der Matte, nicht, dass Sie schräg legen. Es ist wichtig, dass Sie den Rumpf, den Mula Bandha, aktiviert haben. Wenn das ist aktiviert, haben Sie viel mehr Stabilität, mit dem Rumpf auf der Matte zu bleiben. Einatmen, komm zurück in die Mitte. Schön ausatmen, ziehen wieder Chin gegen Kopf noch einmal. Und schön einatmen, komm zurück auf die Matte. Und schön ausatmen, lassen wir die linke Bein ab. Gehen wir zu der anderen Seite. Genau die gleiche. Linke Hand ist auf dem linken Hüft. Du willst schön einatmen, rechte Bein oben. Du willst schön einatmen, entweder die Gut unter den Fuß oder die Finger um die große Zehe. Du willst schön ausatmen, ziehen wie die Beine, Chin gegen Kopf und 5. Einatmen, komm zurück auf die Matte. Schön ausatmen, Bein gegen rechts, Kopf gegen links und 5. Du willst schön einatmen, nehmen wir die Bein gegen Mitte, noch schön ausatmen, Kopf gegen Chin und dann noch einatmen, komm zurück auf die Matte und schön ausatmen, bringe bitte rechte Bein langsam nochmal ab auf die Matte. Bleiben wir hier liegend, gehen wir in die Brücke, du willst nochmal die Beine anziehen. Ganz näher, Hände auf der Seite. Du willst schön einatmen, stoßen wir langsam die Hüfte gegen oben, Schultern ein bisschen zusammenziehen. Entweder bleibt ihr hier, 5 schöne tiefe Atemzug, zusammenziehen, aktiviert. Oder ihr könnt die Hände
miteinander verbinden unter der Rücken. Das bedeutet, der Asana ist ein bisschen intensiver, Schulter seid mehr offen, er hat mehr Platz, so Atem. Und 5. Schön einatmen, Hände loslassen. Schön ausatmen, bringe wieder Rücken langsam zurück auf die Matte. Nächste Asana. Entweder könnt ihr so nochmal bleiben, was wir vorher gemacht haben, die Brücke. Entweder mit den Händen unter den Rücken oder nebendran. Oder ihr könnt in eine Full Wheel gehen. Wenn ihr die Full Wheel, bitte, wenn Sie keine Wheel gemacht haben, wo ich nicht rate, ein Wheel zu machen, jetzt, weil Sie nur alleine sind. Wheel muss man schon vorsichtig sein. Und deswegen lieber du dir die Brücke, was wir gerade gemacht haben, bevor ihr in die Full Wheel gehen. Wenn wir in die Full Wheel gehen, ist die gleiche, die Beine anziehen. Jetzt die Hände kommt umgekehrt über den Schultern. Jetzt du wirst dann einatmen gleichzeitig, als wie die Hüfte gegen oben stoßen und die ganze Oberkörper gegen oben. Wenn ihr da oben seid, versucht den Kopf vorne ein bisschen zu richten. Und 5. Nachher schön einatmen, Kopf gegen Matte. Schön ausatmen, rolle Rücken, ganz langsam zurück auf die Matte. Wenn ihr nochmal auf der Matte seid, du wirst schön einatmen, gehen wir in Happy Baby, Beine gegen oben, nehmt eure Hände um eure Füße, steiles Bein ist gegen die Matte und 3. Schön einatmen, bringen wir die Beine oben. Schön ausatmen, Bein beugen. Langsam auf die Matte. Und dann nachher strecken. Nachher kreuzen wir die Beine. Nehmt eure Füße. Schön einatmen. Ziehen die Beine gegen euch. Und hoch. Die letzte, Chaturanga Tadasana, Hände vorne, einatmen, dann kommt zurück, into Chaturanga Tadasana, Elbe beugen, vorwärts schieben, komm hoch, in Up Facing Dog, schön ausatmen, rolle über die Zehen, in Down Facing Dog. Jetzt ein Gump oder ein Schritt vorwärts. Jetzt, wir machen die Schlusssequenz. Das ist dann die Kerzen und dann nachher die Halasana, wenn die Beine über den Kopf geht. Jetzt nochmal, Ladies, wenn ihr euer Teil haben, nehmt euer Kissen. Also
Ich zeige euch jetzt ein paar Mal, also ein paar Wege, was ich kann machen mit den Kerzen, euch zu unterstützen und einfach mit Sorge so wirklich los auf euren Körper und gucke und sage einfach, nein, das geht schon. Einfach wirklich los auf euren Körper. Dieses hier mit den Kissen ist einfach, wenn ihr Tage haben oder ihr habt keine Kerzen je gemacht. Aber meine heutige Lektion ist ein bisschen die habe ich schon gemacht. Hoffe ich, dass ihr seid auf der richtigen Ort. Also, nachher rollt ihr ganz langsam euer Rücken hintern, dass ihr hier die Kissen auf euer untere Rücken haben. Nachher tut ihr einatmen, nehmt die Beine hoch gegen euch, nehmt die gut um eure Füße, schön ausatmen, streckt die Beine, habt die Spannung zwischen euren Armen und euren Beinen und hier schön bleiben für 25 Atemzug. Nachher, wenn sie runterkommen, tun sie einfach ausatmen, einatmen, Knie gegen den Körper, gut wegtun und schön ausatmen, nochmal Beine strecken und einfach warten. Schnurrbart ist auf der Seite. Das hier könnt ihr auch machen, wenn ihr noch Kerzen nie gemacht habt. Nachher, wenn ihr Schultern oder Nackenprobleme habt, braucht ihr die Blankie. Die Blankie geht in der Mitte auf der Matte. Das ist ja jetzt, wenn Sie Schultern- oder Nackenprobleme haben oder irgendwie etwas ist nicht richtig, ein bisschen steif oder so. Legt ihr den Rücken langsam auf den Blankie oder den Polster. Guckt mal, dass ihr 3 Finger weg mit der Schulter seid, vom Rand auf der Polster oder die Matte. Einfach schön gucken, abmessen, 3 Finger. Nachher tun Sie die gleiche, einatmen, Beine gegen den Körper, stoßt euch langsam hoch, hebt euch hinter euer Rücken mit beiden Händen. Euer Kopf soll nicht bewegen. Ich sage es zweimal, bitte nicht den Kopf bewegen. Blick ist gegen oben, gegen die Füße. Einfach hier schön halten, 25 Atemzug. Nachher, wenn ihr geht, in Halasana, tun Sie einatmen, Knie gegen den Kopf, ausatmen, Beine, Füße über den Kopf, versuchen wir auf der Matte mit den Zehen zu kommen. Nachher könnt ihr den Arm auf der Seite tun. Es ist einfach, wenn Sie die Polster hier brauchen, muss ich einfach sehr vorsichtig, weil diese Asana hier, so Halasana, wird ein bisschen intensiver, weil ihr seid ein bisschen höher als sonst. Deswegen einfach vorsichtig, wenn Sie die Beine über den Kopf schieben, dass Sie ganz langsam das machen. Nachher die gleiche, einatmen, Knie gegen den Kopf, ausatmen, helft euch mit den Armen zum Bremsen, dass ihr nochmal zurück auf die Matte kommen. So, jetzt können Sie überlegen, welche Kerzen ihr möchtet machen. Wenn ihr weißt, macht euch bereit, wisst was ihr braucht. Ich mache die normale Kerzen heute. Ganz langsam auf den Rücken hinlegen. Wenn ihr die Kissen habt, tut ihr einatmen, Beine gegen den Körper, gut unter die Füße, schön ausatmen, Beine strecken, 25 Atemzug halten. Nachher mit der anderen, guck mal, Oberkörper ist auf dem Polster, 3 Finger messen, dass ihr weg von der Rand seid. Wenn ihr normal, hier so wie ich jetzt, du schön einatmen, stoßt beide Beine hoch, beide Hände auf dem Rücken, schön schnaufen, Kopf nicht bewegen.
Du schön einatmen, Knie gegen den Kopf. Schön ausatmen, strecken wir die Beine und Füße über den Kopf. Jetzt könnt ihr Arme langsam auf die Matte gehen. Jetzt guckt mal schön, dass Ihr Rumpf hier ist gerade. Wenn ihr kann, könnt ihr auch die Hände zusammentun, hinterm Rücken. Das wird ein bisschen intensiver auf den Schulterbereich. Einfach schön gerade Rücken halten und 10. Jetzt die mit den Bändchen und die Kissen, kann schön einatmen, Beine gegen den Körper ziehen, gut wegnehmen von euren Füßen. Schön ausatmen, bringt die Beine nochmal runter, auf die Matte, erst Füße, nachher Beine strecken und schön einfach schnaufen weiter. Die andere, du schön einatmen, Hände loslassen, Knie gegen den Kopf, schön ausatmen, bringen wir den Rücken nochmal langsam zurück auf die Matte, mit euren Händen als Bremse zu brauchen. Schön Beine strecken. Und schön einfach alles rauslassen. Letzte, machen wir die Hände schon auf die Seite. Du willst schön einatmen, rechte Bein gegen oben gebeugt. Linke Hand auf rechte Knie. Schön ausatmen, zieh mit dem rechten Bein gegen links, Kopf gegen rechts und 3. Einatmen, komm zurück in die Mitte. Schön ausatmen, rechte Bein strecken. Nächste Einatmen, linke Bein oben gebeugt, rechte Hand auf die linke Knie. Schön ausatmen, zieh mit dem Bein gegen rechts, Kopf gegen links und 3. Schön einatmen, komm zurück in die Mitte. Schön ausatmen, linke Bein strecken. Macht euch bequem, Beine ein bisschen auseinander, Arme auf der Seite, Innenseite, Handfläche gegen oben. Wenn ihr auf Platz seid, könnt ihr noch einmal schauen, ob ihr gerade liegen. Alles liegt gerade. Nochmal zurückrollen auf die Matte, Augen zu und einfach schön schnaufen. Schön spüre euer Körperwärme, das ihr geschafft, die letzte Stunde jetzt. Eure Energie fließt schön von unten bis oben, von oben bis unten. Mit jedem Atemzug spürt ihr, wie ihr Körper wird langsam schwerer und mehr entspannt. Ihr seid mehr geerdet mit Mutter Erde, mit eurem Mitmensch. Ihr seid ruhig, eure Gedanken seid immer noch hier, in diesem Moment.
Mit nächstem Einatmen möchte ich, dass Sie euer Hinterbacken, Rumpf zusammenziehen. Spürt die Spannung, wenn die zusammenziehen. Und schön ausatmen und entspannt euer Rumpf. Noch schön einatmen einmal. Den Rumpf, Hinterbacken schön zusammenziehen. Schön ausatmen und entspannt euer Rumpf. Nächste Einatmen möchte ich, dass die Oberschenkel schön zusammenziehen. Spürt die Spannung, wenn ihr zusammenzieht. Und schön ausatmen und entspannt euer Oberschenkel. Noch einmal schön einatmen und euer Oberschenkel schön einziehen. Spürt die Spannung. Und schön ausatmen und entspannt euer Oberschenkel. Nächste Einatmen möchte ich euch die Wädli und die Füße bis zum Zehenspitze zusammenziehen. Spüre die Spannung und schön ausatmen und entspannt euer Wädli und Füße. Noch schön einatmen, noch einmal Wädli und Füße und Zehenspitze zusammenziehen. Spüre die Spannung und dann schön ausatmen und entspannt euer ganzes Bein, beide Beine. Nächste Einatmen, tun Sie den Bauch zusammenziehen und schön ausatmen, entspannt euer Bauch. Noch einmal schön einatmen und euer Bauch schön zusammenziehen, spürt die Spannung in euer Bauch und schön ausatmen und entspannt euer Bauch. Nächste Einatmen müsst ihr euer Schultern und euer Brustkorb zusammenziehen. Das bedeutet langsam eure Schulterblätter zusammenziehen. Schön ausatmen und entspannt eure Schultern und eure Brust- und Schulterblätter. Schön einatmen, noch einmal, zieht die Schultern zusammen und Brust öffnet sich und schön ausatmen und entspannt euer ganzes Oberteil. Nächstes Mal schön einatmen und eure Arme bis auf Fingerspitze schön fest zusammenziehen. Spürt eure Muskeln und eure Spannung und schön ausatmen und entspannt eure Arme. Noch schön einmal einatmen und eure Arme bis auf Fingerspitze alles zusammenziehen und schön ausatmen und entspannt eure Arme. Nächste Einatmen möchte ich, dass ihr euer Gesicht, alles Augen, Mund, Backen, alles schön zusammenziehen. Spürt eure Spannung in euer Gesicht und schön ausatmen und einfach entspannt euer ganzes Gesicht. Noch schön einatmen und euer Gesicht, alle Muskeln zusammenziehen und schön ausatmen und entspannt euer ganzes Körper. Noch einmal letzte tief einatmen. Ganzes Körper, alles zusammenziehen. Sie spüren jede Muskel und dann schön ausatmen. Und jede Muskel entspannen und einfach alles schön loslassen. Bleibt mit eurem Rhythmus auf euer Atem. Spürt euer Körper, wie sie sich anfühlt. Jetzt nach den Entspannungsübungen, ihr seid entspannt, ihr seid bei euch, innen, draußen, sie spüren, sie hören. Die nächsten 5 Minuten ist für euch, auf euch zu reflektieren oder vielleicht irgendwie etwas einfach so spüren, wie euer Körper, wie eure Gedanken und einfach wie euer Herz ist.
langsam zurückkommen. Euer Körper nochmal spüren. Euer Fingerspitze bewegen. Euer Zehenspitze bewegen. Fingerspitze, Zehenspitze bewegen. Spüre euer Körper von oben bis am unten. Langsam alles schön aktivieren. Euer Körper ein bisschen hin und her. Von einer Seite bis die andere Seite. Schön bleiben mit euer Atemrhythmus. Einfach langsam von unten bis am oben. Alles langsam viel bewegen nochmal. Nachher nächste Einatmen, nehmen Sie die Arme über den Kopf. Schön einmal strecken. Spüre eure Körperspannung. Alles schön aktivieren. Und schön ausatmen. Und entspannt euer Körper. Und schön einmal einatmen. Die Arme über den Kopf bringen. Schön wirklich streckt euch bis von oben bis zum unten. So wie wäre 2 Meter länger als jetzt. Einfach wirklich ausdehnen, jede Muskel. Und schön ausatmen, bring die Arme runter auf die Seite. Noch 2, 3 Atemzüge nehmen. Langsam auf eure rechte Seite hinrollen. Wenn ihr bereit seid, könnt ihr nochmal hochgehen zum Sitzen-Position. Versuchen wir die Augen zuzuhalten, wenn sie kommen hoch ins Sitzen. Augen behalten wir zu. Wir tun die Hände vom Herz. Ich tue uns ausklingen, nochmal mit 3 Ohms. Ihr könnt gerne mitmachen, wenn ihr möchtet. Es ist schön, eure eigene Stimme zu hören. Es ist schön, eure Vibrationen zu spüren. So macht gerne mit. Namaste. Danke für euer Mitmachen. Es war schon eine Lektion. Ich hoffe, Sie fühlt eher ein bisschen locker, ein bisschen entspannter. Diese Klasse war geeignet für die, die schon ein bisschen Ashtanga Serie kennen. Ich hoffe, Sie können mitmachen und wenn Sie brauchen eine Grundlektion, können Sie zurück auf das erste Video gehen, weil da ist ein bisschen erklärt, wie in die Sonnengruppe zu Trikot und auch in die ersten Grundpositionen und auch mit den Kerzen ein bisschen mehr erklärt. Ich tue mit den 8 auf das erste Video ein bisschen mehr zu erklären, wie und was. Hier ist ein bisschen mehr flüssig, weil es ist mehr für die Leute, die habt das schon ein bisschen kennen ein bisschen und
Hallo. Hallo. Und ja, ich freue mich auf nächste Video. Ich mache dann das gleich. Und es ist eine Zeit. Bis dann. Hab Sorge. Sei positiv. Versucht zu überlegen in der Zeit, was Sie jetzt haben. Etwas, was Sie gerne machen. Es ist die Zeit für das jetzt. Ich mache, was ich gerne mache. Und ich habe riesige Freude, das zu können auf dem YouTube so teilen, was ich mache und was so am Herzen liegt bei mir, die Yoga und einfach allgemein die Routine und wie man da einlebt in einfach die ganze Yoga-Welt sozusagen. Es ist klar, es ist immer schwieriger, wenn du bist abgelenkt vom Arbeit und alles, aber jetzt momentan kann ich mich wirklich konzentrieren auf dies hier. Und das gibt mir riesige Freude. So, bis nächstes Mal und vielen Dank. Ciao!